In diesem Video geht es um die automatische Erzeugung des analytischen Modells in Revit. Hier hat Sophistic ein neues Werkzeug veröffentlicht, den AMG Analytical Model Generator. Es ist mitunter sehr zeitaufwendig, das analytische Modell selber anzupassen. Hier vergeht oft wertvolle Zeit. Ich habe die grundsätzliche Vorgehensweise des händischen Anpassens ja auch hier in dieser Videoserie im ersten Teil schon vorgestellt. Darüber hinaus war es auch immer so, dass wenn man dann das analytische Modell in Revit kopiert, dass dieses dann wieder kontrolliert werden muss, weil die Kopie häufig Fehler aufwies. Der Sophistic AMG steht ab der Revit-Version 2022 zur Verfügung. Das Thema des Erzeugens des analytischen Modells wird ab der Revit-Version 2023 nochmal deutlich wichtiger, weil ab diesem Zeitpunkt Revit das analytische Modell nicht mehr mit dem physikalischen Modell zusammen generiert. Diese beiden Modelle sind ab Revit 2023 zunächst also völlig unabhängig voneinander. Ab August 2022 steht der Sophistic AMG dann auch für Revit 2023 zur Verfügung. Ja, wie funktioniert der AMG jetzt also? Schauen wir uns die Vorgehensweise anhand eines etwas komplexeren Gebäudes an. Man findet den AMG unter Berechnung hier eingebunden, Sophistic AMG. Und als erstes klicke ich mal auf die Einstellungen, um Ihnen die grundsätzliche Vorgehensweise zu erklären. Hier kann man sich verschiedene Konfigurationen einstellen. Ich bleibe mal bei der Default-Konfiguration und gehe auf Editieren. Hier sehen wir, dass es also drei Steps, 3 Schritte gibt, die der AMG durchläuft. Bei Step 1 und Step 3 können wir Vorgaben tätigen. Im ersten Schritt kommt ein regelbasierter Filter zum Einsatz. Dieser Filter identifiziert solche Bauteile, die kein analytisches System haben, und darüber hinaus können Sie hier einstellen, wann Bauteile mit analytischem System vernachlässigt werden sollen, sofern sie gewisse Mindestabmessungen unterschreiten. Hier sehen wir zum Beispiel Balken mit einer Mindestlänge unter 300 mm sollen gar nicht erst berücksichtigt werden. Warum sind das 300 mm? Die Einstellungen kommen aus den Revit-Einstellungen. Wir können das hier sehen, wenn ich hier 30 Zentimeter hineinschreibe und Return drücke, macht er daraus 300. Könnte also sein, dass in Ihren Einstellungen was anderes voreingestellt ist, und dann hätten Sie hier direkt Zentimeter einzutragen. Gut, das ist also der erste Schritt. Im zweiten Schritt können wir keine Eingaben tätigen. Das erfolgt vollautomatisch. In diesem zweiten Schritt wird vom Programm die Verbindung zwischen benachbarten Bauteilen untersucht, und das sehen wir später dann durch so Knoten dargestellt. Im dritten Schritt können wir wieder Einstellungen vornehmen. Hier wird jetzt das, wenn es vorhanden ist, also in Version 2022, analytische Modell aktualisiert und so angepasst, dass eine Vielzahl der Knackpunkte behoben sind, gerade die Punkte, die normalerweise händisch unheimlich zeitaufwendig sind. Hier kommt also die ganze Funktionalität vom AMG zum Tragen. In Version 2023, also Revit 2023,
wird an dieser Stelle also das analytische Modell auf Grundlage des physikalischen Modells von dem ANG komplett erstellt. Also auch hier eine riesen Erleichterung für den Anwender oder die Anwenderin. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt hier Einfluss zu nehmen? Zunächst mal im Zentrum steht die Elementpriorität. Wir sehen hier über den Wert 10 eingetragen für Stützen, für Unterzüge, Wände, für die Decken. Das ist so zu verstehen, dass eine höhere Priorität bedeutet, dass das analytische Element eher nicht verschoben wird, während eine niedrigere Priorität bedeutet, dass es eher wahrscheinlich ist, dass ein analytisches System verschoben wird. Nehmen wir also als Beispiel eine Stütze. Wenn wir hier den Wert 10 bei der Stütze haben und die anderen Werte deutlich kleiner schalten würden, also beispielsweise auf 1 oder 0, irgendetwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das analytische System der Stütze im Zentrum der Stütze bleibt und die anderen Elemente angepasst werden. Haben wir aber hingegen eine Stütze beispielsweise in der Ecke stehen, in der Ecke und eine Deckenplatte darüber, und die Deckenplatte schließt mit den physikalischen Grenzen der Stütze ab, und wir würden hier bei Floor Edges eine 10 reinschreiben und die anderen Werte klein schalten, dann würde die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass die Deckenkante unverändert bleibt und das analytische System der Stütze, was ursprünglich im Zentrum stand, an den Rand oder in die Ecke der Stütze geführt wird. Bei dem Verändern oder Verschieben der einzelnen Elemente, also der analytischen Elemente, gibt es dann hier aber noch Limits, und diese Limits, die sind maßgebend. Das heißt, mit der Priorität wird eben versucht, gewisse Prioritäten vorzugeben, aber die Grenzen, die wir hier vorgeben, die werden auf keinen Fall überschritten. Bleiben wir bei der Stütze. Hier steht also die 100%. 100% bedeutet, das ist das maximal oder der maximal erlaubte Offset einer Stützen von der Stützenachse vom Zentrum in beide Richtungen. Gehen wir also davon aus, dass wir hier sagen würden, wir hätten die Decke maßgebend, die Stützenachse würde verschoben werden, und hier steht eine 100% drin, dann kann also trotzdem die Stützenachse nicht irgendwo außerhalb der Stütze hinaus wandern. Genauso können wir hier die Einstellung vornehmen für den Balken in der Länge und auch den Balken, wenn man von oben drauf schaut, ja, in der Achse seitlich. Genauso für Wände und ja, hier auch für die Decke einzutragen. Wichtig zu verstehen ist, dass das hier Werte sind, die in einen oder die in den komplexen Algorithmus einfließen. Und wenn Sie jetzt hier zum Beispiel einen 9 reinmachen und da eine 7, ja, ist wirklich schwer zu sagen, welche Auswirkungen das hat. Klar, es ist eine niedrigere Priorität, aber bei einem solch komplexen System, wie wir es hier unten haben, ist es kaum vorhersehbar, was dann wirklich passiert. Also Vorschlag oder ja, was man hier tun sollte, ist, wenn man wirklich ein Element priorisiert, zum Beispiel die Stützen, dann schreibt man in die anderen Werte überall eine deutlich kleinere Zahl hinein. Ja, also das wäre so der Vorschlag. Ich habe das in einer anderen Datei auch mal ausprobiert und
dass man halt einmal sagt, okay, die Stützen sollen Priorität 1 haben, die Unterzüge sollen Priorität 1 haben und so weiter. Und das wiederum können Sie sich ja dann sehr gut abspeichern als Konfiguration, also zusätzlich zu dieser Konfiguration, die als Default vorgegeben ist. Außerdem hier unten der Hinweis auf Help, da gibt es also ein entsprechendes Dokument hier, wo auch nochmal erklärt wird, was das Ganze bedeutet. Okay, dann schauen wir also jetzt uns das Beispiel an. Also an der Stelle, wie gesagt, können Sie mit New sich weitere Konfigurationen abspeichern. Ich lasse es bei dem Default und rufe jetzt mal den AMG auf. Das wird hier mit diesem Knopf ausgelöst. Dann bekommen wir hier ein Eigenschaftenfenster und an dieser Stelle wählt man die Konfiguration aus. Werfen wir einen Blick auf das Gebäude. Das hier ist also der Physical View, also das physikalische Modell, bei dem jetzt schon die offensichtlich nicht tragenden Elemente ausgeblendet wurden. Und wir sind hier in Revit 22, das heißt, wir haben auch ein physikalisches Modell. Kann ich auch einblenden, sieht so aus. Und nun gibt es natürlich ja, die Knackpunkte, auf die wir mal einen Blick werfen wollen. Ich zoome mal hier ran. Das ist diese Ecke, die wir uns mal genauer anschauen wollen. Ich habe das auch mal hier als Detail nochmal herausgezoomt. Das hier ist es, genau. Wir sehen also, hier kommt ein Unterzug an und dessen analytische Linie, die liegt hier in der Mitte. Zusätzlich haben wir hier eine Deckenplatte und deren Kante schließt natürlich mit dem physikalischen Rand des Unterzuges an dieser Stelle ab. Also hier haben wir schon mal eine Diskrepanz. Und dann gibt es hier auch noch zwei Wände. Hier in hellblau sehen wir das analytische System der beiden Wände und die laufen spitz aufeinander zu und treffen sich in diesem Punkt. Das heißt, wir haben diesen Punkt, dann hier den Unterzug und die Deckenkante und das über mehrere Geschosse. Wenn Sie das von Hand lösen wollen, ja, kriegen Sie sicherlich hin, aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie lange das dauert. Zweiter Punkt, auf den wir mal genauer hinschauen, ist der, ich drehe das mal hier hinten. Da sieht man, hier gibt es so eine Auskragung. Das 1, 2, das dritte Geschoss und das vierte kragen über die darunterliegenden Geschosse aus. Auch das habe ich hier als Detail einmal herausgezoomt. Und wenn wir da mal hinschauen, sehen wir hier auch einen ganz schwierigen Punkt. Einmal gibt es hier diese Querwand, die kommt hier an und gleichzeitig gibt es diese Wand hier unten. Und wenn man da ranzoomt, treffen die sich dort an dieser Stelle, wo jetzt mit dem Mauszeiger steht. Und gleichzeitig gibt es aber von hier noch eine Wand, die quer läuft und oben läuft auch eine Wand quer. Und wenn wir mal genau hinschauen, sehen wir also hier einen Punkt und da einen Punkt und hier unten. Also auch das ganz schwer von Hand zu lösen, dass sich alle Wände ja, und auch die Außenkante der Decke hier in einem Punkt treffen. Also das sind mal so die Details, die wir uns hier genauer angucken wollen. Ich gehe jetzt zurück auf das physikalische Modell und wir können nun den AMG starten mit dem ersten Schritt. Sie erinnern sich, im ersten Schritt wurde ja untersucht, ob alle Elemente, die jetzt hier zur Auswahl stehen, überhaupt ein analytisches System haben. Und zweitens werden solche Wände und weitere Elemente unberücksichtigt, die gewisse Mindestabmessungen unterschreiben. Ich sage also Start.
Da steht auch nochmal, was er macht. Wir sehen, er arbeitet jetzt und wir bekommen hier so einen temporären View und hier steht in Rot dargestellt sind analytische Elemente, die disabled sind, die also nicht berücksichtigt werden. Und da sehen wir hier unten diese Wand beispielsweise. Diese Wand kann ich jetzt, also man kann die hier sich auch isolieren lassen, aber ich meine, das ist jetzt nicht so schwer, ich kann sie auch so fangen. Und wenn ich in die Eigenschaften, die normalen Revit-Eigenschaften reingehe, sehe ich hier also, dass das Berechnungsmodell tatsächlich nicht aktiviert ist. Ja, das hat er also festgestellt. Ich kann jetzt hier ein Häkchen setzen, damit habe ich es aktiviert und gehe jetzt wieder auf den Generator zurück. Und jetzt ist die Wand orange dargestellt. Das heißt, es ist so, dass er jetzt also festgestellt hat, aha, wir haben ein Berechnungsmodell, ein analytisches System vorliegen, aber es ist unscheduled, also es ist noch nicht diesem Modell hinzugefügt. Das könnte ich jetzt tun mit Add to Schedule, kann ich aber auch weglassen, damit Sie auch sehen, was das bedeutet. Dann kommt der zweite Schritt. Ich gehe jetzt also hier weiter und sage Next. Nun erfolgt diese Untersuchung der benachbarten Bauteile. Er analysiert also, wie stehen die einzelnen Elemente zueinander und setzt dort ja, Verbindungen, Knoten ab. Und ja, Sie sehen, man muss ein bisschen warten, aber ja, das Warten lohnt sich. Also bei so einem großen Modell brauche ich Ihnen, wenn Sie das schon mal von Hand gemacht haben, nicht erzählen, was es bedeutet. Da warte ich lieber gerne mal ein wenig und wir sehen, er ist jetzt auch schon fertig damit. 99% und da ist er. Und wir können jetzt hier über diesen Knopf Show Connections uns diese Knoten einblenden lassen. Und da sehen wir all diese Knoten, die er jetzt identifiziert hat und die er natürlich jetzt irgendwie zusammenbringen will, damit wir ein durchgängiges analytisches Modell haben. Also gehen wir den dritten Schritt. Next. Jetzt findet also in dem Fall eine Aktualisierung des analytischen Modells statt. In der Version 2023, wie gesagt, würde das Modell überhaupt erstmal ganz neu erstellt. Und an der Stelle jetzt kommt also zum Tragen die Priorisierung. Ich habe alles auf 10 gestellt, also allen gleiche Priorität zugeordnet. Er priorisiert in meinem Fall jetzt also nichts Besonderes, beachtet aber trotzdem die Limits, also die maximalen Werte, die nicht überschritten werden dürfen bei dem Verändern des analytischen Modells. Und auch hier sehen Sie, wie schnell das doch gegangen ist, obwohl wir es ja mit einem doch komplexen Modell zu tun haben. Hier unten der erste Hinweis, Sie sehen, die Wand da unten fehlt, weil ich sie nicht hinzugefügt habe. Und was wir auch sehen, ist was anderes. Hier ist was in Rot hervorgehoben. Da hat er also bei dieser Ebene es nicht geschafft, diese anzupassen. Ja, müssen wir uns nichts vormachen. Also es gibt schon auch noch Sachen, die wir trotzdem noch händisch dann machen müssen. Es gibt auch Grenzen in der jetzigen Version, also zum Beispiel gebogene Wände oder Decken, die können auch nicht automatisch angepasst werden, aber das liegt vor allen Dingen oder weniger am AMG, sondern vielmehr an Revit. Sei es drum. Schauen wir uns unsere Details an. Das war ja hier vorne und ich gehe wieder auf das Detail 1 hinüber. Und wenn ich jetzt ranzoome, sehen wir, diesen komplexen Punkt hat er jetzt also automatisch gelöst, indem er dieses analytische System des Unterzugs, was vorher noch hier in der Mitte war, noch dort gezogen hat und auch die Decke ist jetzt dort begrenzt und zusammengeführt mit diesen zwei spitz zueinander laufenden Wänden in einem Punkt. Und das über die Geschosse. Das zweite Detail, auch hier hatten wir gesehen,
dass das ja ein kleines Chaos war und er hat das beseitigt. Wir sehen, alle analytischen Systeme treffen sich jetzt hier tatsächlich in einem Punkt. Ja, also ich denke, dieser AMG, der Analytical Model Generator von Sophistic, ist eine lang ersehnte Erweiterung für alle Kunden zur automatisierten und mühelosen Optimierung analytischer Modelle für Revit. Und er eröffnet Ihnen einen wirklich einfachen und wirtschaftlichen Weg in nachhaltige BIM-Workflows. Probieren Sie es aus. Ich danke, ich bin damit am Ende von diesem Video angekommen.